Und ja, der auch ein bisschen mehr Bums haben können. Nein, das ist heute kein Update zu meiner Rasenfläche, denn heute geht es um etwas anderes, um ein anderes Produkt, und zwar um Agrosil LR von Compo Expert, was ein Phosphor- bzw. Silikatdünger ist oder auch Bodenverbesserer. Meine Rasenfläche, der ein oder andere hat sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, die muss doch schon komplett zugewachsen sein. Ist sie nicht. Warum ist sie das nicht? Sie ist an manchen Stellen schon gut angegangen, an manchen Stellen ist sie noch relativ lichtern, und das liegt einfach daran, dass ich hier noch keine Düngung gemacht habe. Denn ich hatte eine Bodenprobe genommen und habe auf das Ergebnis der Bodenprobe gewartet. Denn ich möchte natürlich wissen, wie sieht dieses Blutbild aus? Was habe ich für Nährstoffe überhaupt in meinem Boden? Sind die Pflanzen verfügbar oder nicht? Bevor ich mir jetzt irgendwas kaufe und hier raufschmeiße. Also habe ich auf das Ergebnis der Bodenprobe gewartet. Das kam dann an. Mit dem Ergebnis meiner Bodenprobe bekam ich folgende Werte, und zwar der pH-Wert, der unheimlich wichtig ist, um zu wissen, sind Nährstoffe, die im Boden sind, überhaupt pflanzenverfügbar oder nicht. Phosphor, Kalium, Eisen, Magnesium und weitere Mikronährstoffe. Was nicht ausgewertet wird, ist Stickstoff. Stickstoff verpufft unheimlich schnell, kann somit nicht gezielt ausgewertet werden. Deswegen gab es hier, bevor ich die Ansaat gemacht habe, 2 Wochen vorher und 3 Wochen nach der Ansaat, schon mal eine Stickstoffdüngung, und zwar mit Ammoniumsulfat. Thermogran 45 ist ein reiner Stickstoffdünger. Was heißt rein? Also es ist ein Stickstoffdünger, besteht zu 21% aus Ammoniumstickstoff und zu 24% aus wasserlöslichem Schwefel. Den habe ich aufgetragen mit meinem Birchmeier Aquamix 1.25V aufgetragen hier auf den Boden. Danach gut eingewässert, sodass der Boden schon mal genug Energie in sich hat, beziehungsweise ein Energiedepot, dass wenn der Rasen dann angeht, der auch Kraftfutter hat. Der Boden hat also von mir keine weiteren Makronährstoffe in Form von Phosphat oder Kalium bekommen. So, das Ganze ändert sich jetzt heute, denn ich werde heute Agrosil LR von Compo Expert auf diesen Rasen geben. Und Agrosil LR beinhaltet 20% Phosphorpentoxid, wovon 12% wasserlöslich sind, 8% Natrium und 36% Silikat. Die 20% Phosphat im Agrosil werde ich jetzt hier raufgeben, um das Wurzelwachstum anzuregen. Es ist schnell pflanzenverfügbar und kann somit dafür sorgen, dass meine Wurzeln jetzt auch anfangen, richtig gut zu wachsen, und der Rasen dann damit auch mit dem erweiterten Wurzelwachstum besser an Nährstoffe kommt, aber auch besser nach oben hinaus treiben kann. Wichtig für mich ist neben dem Phosphat im Agrosil das Silizium, beziehungsweise in Verbindung mit Sauerstoff Silikat. Denn Silikat schützt die primären und sekundären Zellwände in der Pflanze. Die primären Zellwände sind die jungen Zellwände, also jene, die bei dem Entstehen bzw. bei dem Reifeprozess des Blattes vorhanden sind. Sie bestehen zu 90% aus Kohlenhydrate und zu 10% aus Eiweiß, und sie sind wasserdurchlässig. Die sekundären Zellwände entstehen dann, wenn die Pflanze nicht mehr wächst, bzw. das Blatt nicht mehr wächst. Und die Zellwände haben eine unheimlich wichtige Funktion, bzw. 2 unheimlich wichtige Funktionen im Blatt. Und zwar zum einen wirkt sie sich auf die Stabilität des Blattes aus, gibt ihr also eine Form und hält wirkt diesem osmotischen Druck auch entgegen. Und zum Zweiten schützt sie vor Pathogenen, also das Innenleben von Zellen. Pathogene sind in dem Fall Viren, Bakterien und Pilze, und schützt die Pflanze nun also vor diesen Einwirkungen. Silikat sorgt aber nicht nur dafür, dass die Zellwände gestärkt werden. Silikat bildet im Boden Gele und Sohlen, bindet Schwermetalle an sich, wie zum Beispiel Blei oder Eisen. Was diese Bindung jetzt verursacht, ist, dass ich eine Krümelstruktur im Boden habe, was unheimlich vorteilhaft ist für lehmige Böden, aber auch für sandige Böden. Sandige Böden sind unheimlich wasserdurchlässig, lehmige Böden eher nicht. Bildet sich jetzt eine Krümelstruktur, habe ich im Boden Freiräume oder Hohlräume. Und was passiert in diesen Hohlräumen? Dort werden jetzt Wasser, Nährstoffe, aber auch Sauerstoff gespeichert und können dort von der Wurzel aufgenommen werden. Die Aufwandmenge von Agrosil beträgt 40 bis 150 Gramm pro Quadratmeter pro Anwendung. Das ist schon relativ viel. Diese 150 Gramm pro Quadratmeter hätte ich genommen, wäre ich noch bei der Bodenvorbereitung gewesen. Nun ist es aber zu spät und die Saat ist schon aufgegangen und es bildet sich schon ein Rasen. Von daher gehe ich heute feiner daran, das heißt also mit weniger, so circa 60 bis 70 Gramm pro Quadratmeter. Ich möchte schauen, ob der Rasen das ganz gut verträgt. Das Schöne ist,
Man braucht es ungefähr nur zweimal im Jahr anwenden, und zwar ja im Frühjahr und im Herbst. Jetzt haben wir Mai, ich sehe es noch als Frühjahr. Und ja, es ist sehr, sehr fein gekörnt. Es hat circa, ich meine, es sind 0,2 bis 2 mm und es ist sehr, sehr schnell wasserlöslich. Wer jetzt richtig hingeschaut hat, der sieht, dass es sich um ein Silikatkolloid handelt, und das bedeutet einfach, dass diese Teilchen ja unheimlich fein verteilt sind und somit auch relativ schnell aufgenommen werden kann. Das Agrosil wird heute mit meinem Düngestreuer ausgetragen, denn ich könnte das Ganze natürlich, da es schön wasserlöslich ist, auch ja, mit meinem Bürchmeier Aquamix ausgeben, also mit meinem Düngemischbehälter in flüssiger Form. Das mache ich aber nicht, denn Silikat wird sehr, sehr schnell kristallin, beziehungsweise es entstehen Kristalle, und von daher möchte ich es ja in gekörnter Form ausgeben und dann danach ordentlich einwässern lassen. Dann meine Nummer die Rechnung: 118 Quadratmeter mal 60 Gramm sind 7,08 Kilo. Hohoho. Ja, das Agrosil ist jetzt ausgebracht. Letzten Endes wurden es dann 8 Kilo insgesamt, also knapp 71 Gramm pro Quadratmeter hier aufgetragen. Es sieht sehr fein granular aus. Jetzt gibt es eine ordentliche Dusche, und ja, ich bin kein Profi, was das Thema Düngen angeht, und Phosphor bzw. ja, Phosphat im Boden ist wirklich ein heißes Thema und wird sicherlich in Zukunft auch noch sehr stark diskutiert, denn unsere Böden sind zum Teil sehr phosphatbelastet, weil die Pflanzen einfach nicht daran kommen, die pH-Werte im Boden häufig nicht stimmen, und ich bin gespannt, wie es jetzt losgeht mit dem Wurzelwachstum und wie tatsächlich ja das Agrosil mit dem Silikat jetzt das Blatt stärken wird, beziehungsweise die Pflanze in Gänze, und ihr so einen richtig schönen Halt verpassen wird. So, und dann würde ich sagen, Feuer frei, oder ja, nee, lieber Wassermarsch. Alles gut einsickern lassen, und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.